Well, we felt we had to change the lineup because we gave Fatih a lot of time, tried to follow his lead and get used to his calling, play our best as a team with him as a leader. Sadly, it just didn't seem to be just this little bit enough to really contend with the best in the world, like the top 8. We always came a bit short, and we felt, is it Fatih's calling or is it just our individual skill? Eventually we came to the conclusion we just missed a little bit of firepower. We played with Speedy before and know that he's really capable as an individual. It was a natural choice for us to consider him again as our 5th player. So eventually we just felt we had to remove Fatih and brought back Timo as our 5th player. Ich fühle mich natürlich gut. Das Beste, was mir zum Jahresabschluss hätte passieren können. Fürs Jahr 2016 hatte ich mir als Person einiges vorgenommen, dass ich auf jeden Fall alles versuchen werde. Ich habe ja auch mein Studium erstmal auf Eis geschoben. Also ich muss sagen, es war anfangs ein kleiner Unterschied wegen dem eben Englischen. Aber mittlerweile jetzt seit 1-2 Wochen stört mich das absolut gar nicht mehr. Also ich muss sagen, ich erwische mich manchmal selber, wie ich einfach so Englisch rede, obwohl ich es gar nicht machen müsste. Also es ist immer noch eine saugeile Chemie im Team und alle verstehen sich super. Well, at the bootcamp now we mainly just went over every map again, tried to talk together what were our strengths before, where could we play off good, which maps do we not like, what are we gonna ban. We just watched some demos as well, tried to study how other teams playing, copying some rounds of them. And of course feeling out a bit how Nico likes to call. So just practicing a lot. At previous bootcamps with Gobi we did a lot more theory. Right now we're focusing a lot more on just practicing, trying to get good team play, trying to feel how Nico likes to call against certain opponents. And what can I say, our first result, it was against SK I think. We beat them. Just some online match, it doesn't mean too much, but it's good to start with a win of course. Cover me a bit, Anti-Rand. Two on B-side. Someone has to be anti-flash. I left the back. Smoking low. One more. I will check shock speed. Watch out vent. Nice. Shock secure. Smoke upper. Could be side. I will check garbage. That is first garbage. Squad. Nice. Out, it out. Nice. Nice behind. Wow. Bad. Nice. Perfect, guys. Bootcamp war auch ganz cool, so einfach mal, um sich wieder kennenzulernen. Ich habe die auch schon jetzt 3-4 Monate nicht mehr so richtig gesehen. Noch länger. Und Nico habe ich ja eigentlich noch nie so richtig im Team gesehen. Das heißt, dass man sich mal untereinander mal einfach so ein bisschen chillt und so. Dafür bringt es allgemein schon sehr viel im Bootcamp. Ja, taktische Vorbereitung mussten wir eben alle Maps neu aufbereiten. Sind wir fast durch. Wir haben heute noch einen Tag nach dem Match gegen Atex. Werden wir auch noch nutzen und danach haben wir auch noch eine Woche Zeit bis zur Remake. Also wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich denke, zeitplantechnisch schaffen wir das auch sehr gut. I feel it's going way more structured than people would expect now without Fatih, as people were always kind of commenting the only reason you're playing tactically or playing somewhat structured is because Gobi is there. We're hoping to prove that we can do that same without him, and of course just perform that little bit better to make us a top team in the world. Nice, boys, man. Ja, thank you. Die Main Calls macht Nico. Er sagt an, was geschieht. Aber muss auch sagen, bei uns im Spielbau, wir haben halt sehr viele einzelaggressive Spieler, zum Beispiel Chris, der dann auch mal einfach auf sich einen Move aufspielen will und dann wird es halt gemacht. Jeder weiß, dann wird halt im Vorhinein besprochen, was er da zum Beispiel für Ideen hat und dann weiß jeder, was er zu tun hat, wie er supporten muss. Er sagt auch sehr viel als CT an und es ist relativ ausgeglichen. Demos sollte jeder schauen, schaut auch bis jetzt jeder. Jeder bringt seinen Input ins Training ein. Someone flash him in. Flash him in. Yeah, flash coming. Nice flash. Super. Nice call, Nico. Yeah. Try to hunt him. One shot. The atmosphere in the team is good. I mean, we knew Timo from before. We know what kind of guy he is. Next and Dennis played with him also in Penta before, so it was not like something unexpected could happen. Of course, someone can change, but Timo didn't change. He's still a good guy, and he brings the skill. It's really meshing well all together. Ich würde sagen, es steht wirklich offen, wo wir uns platzieren. Wir hatten sehr gute Trainingsergebnisse in letzter Zeit. Also als wir zu Hause waren, konnten wir gegen jeden gewinnen.
bleibt zu erwarten, wie unsere Tagesform ist, aber aus der Gruppe raus wäre schon sehr cool. Stood in the fire, burned with desire, love and emotion, dance with devotion. Stood in the fire, burned with desire, love and emotion, dance with devotion. Ich bin größer als du. Mit meinem Rücken komme ich da nicht rein. Wir haben gerade gegen Virtus Pro gespielt und haben 16:5 gewonnen auf das 2. Wir sind auf der CC-Seite gestartet, hatten sehr gute Kommunikation, sehr gutes Teamplay, haben sie eigentlich in allen Angriffen gekontert. Wir haben leider 2 Eco-Runden verloren, deswegen haben wir insgesamt 5 Runden auf der CT-Seite verloren, was vermeidbar gewesen wäre. Danach sind wir Terror wieder sehr gut gestartet, haben die Pistonenrunde gewonnen und haben danach auch keine Runde mehr verloren. Wir wussten ungefähr, wie sie spielen. Wir haben einfach unseren Skill ausgenutzt, beziehungsweise das Momentum, das wir gerade hatten. Haben leichte Contacts, leichte Goes gespielt und haben halt wieder gut zusammengearbeitet mit Flashes, Smokes und ja, allgemein ein Teamplay. Und ja, deswegen haben wir halt sehr klar eigentlich 16:5 gewonnen.
Ja, also als wir gespielt haben, stand eine größere Menschenmenge, glaube ich, hinter uns. Sie haben uns die ganze Zeit auch angefeuert, als wir Runden gewonnen haben oder wenn mal jemand eine gute Aktion gebracht hatte. Das pusht einen natürlich extrem. Klar, es ist jetzt nichts im Vergleich zu der Lanxess Arena in Köln. Aber ich denke, wenn man nachher auf der Stage spielt, die ist ja auch relativ groß hier, ist das auch nochmal ein extra Anschub. Und auch so schon, wenn allgemein fühlt es sich immer sehr gut an, wenn die Fans hinter einem stehen, wenn sie einen supporten. Speedy hat sehr gut gespielt. Allgemein, ich spiele jetzt schon seit ungefähr 2 Jahren mit ihm. Ich habe mich ja sozusagen mit ihm hochgespielt. Ich fand Speedy immer gut. Es war schade, dass er damals gehen musste. Aber er ist nun wieder bei uns und ich denke, er wird die Leute überzeugen. Er überzeugt uns stetig. Er ist ein sehr guter Spieler. Er ist im Prinzip der Spieler, den wir noch gebraucht haben, der so Runden klatschen kann oder auch mal Spiele für sich alleine entscheiden kann. Und ja, ich bin sehr zuversichtlich für die Zukunft und ich denke, er wird den Job sehr gut erfüllen. Astralis hat in letzter Zeit auf ihren letzten Lands auch ein bisschen geschwächelt. Nichtsdestotrotz waren sie sehr lange Zeit ein Top-2-Team in der Welt, würde ich sagen. Ich denke mal, es wird schon schwerer als gegen Virtus Pro, das auf jeden Fall. Was wir anders machen müssen, ist auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Konzentration. Konzentration und auch Stellungsspiel waren die 2 Gründe, warum wir die Eco-Runden, die ich angesprochen habe, verloren haben. Aber ich habe eigentlich ein relativ gutes Gefühl, dass wir gewinnen.
Ja, aus dem Match kann man auf jeden Fall mitnehmen, dass wir einiges an Potenzial haben, auch gegen die besten Teams der Welt zu gewinnen. Und dass es einfach nur an Kleinigkeiten hapert, wie an Kommunikation und Absprache in bestimmten Situationen. Und wenn wir diese kleinen Fehler ausmerzen, dann haben wir echt gute Chancen im Turnier weiterzukommen in die Playoffs. Und vielleicht auch eben sogar weiter ins Finale. Mal schauen. I think that we played really good against Trollish. We made some unexperienced mistakes, which we worked the last night about it, and we talked a lot. But if we want to win Dignitas today, we need to play without that mistakes and to play the same game like we played yesterday against both teams. Gestern Abend gegen mit meinem Manager gewettet, dass Virtus Pro gewinnt. Also ich habe 50 € auf Virtus Pro gesetzt und er auf Dignitas. Natürlich scheiße, ich habe verloren. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass Virtus Pro verliert, weil ich Dignitas auf LAN eher schon mal ein bisschen schwächer einschätze. Und Virtus Pro ist eigentlich immer ein Team, das in solchen Matches dann ihre wahre Stärke zeigt. Unsere Chancen gegen Dignitas, schwer zu sagen. Online sind sie sehr, sehr stark in den Cracks immer gewesen. Aber offline, wie gesagt, ich schätze sie ein wenig schwächer ein. Und wenn wir unsere Form von gestern zeigen, dann werden wir auf jeden Fall gewinnen. Ja. Und vor allem mit der Crowd im Rücken, das ist natürlich ein geiles Gefühl, wenn Leute hinter dir stehen und dich anfeuern. Ja, das gibt natürlich ein bisschen mehr, einen kleineren Push. We are going step by step because we made a huge step for us with new lineup, and then we need to go step by step. And first we will in Dignitas, then we will think about Navi. Zum Ausbruch bin ich gekommen, ich war eines Tages im Teamspeak und mein Kumpel hat halt gesagt, dass 99 Damage streamt und hat gerade Maus gespielt und dann habe ich mich halt dafür interessiert, weil die ganz cool gespielt haben und so. Deutsches Team halt. Ich denke mal, gegen Dignitas sind ganz gute Chancen so an sich. Ich bin natürlich auch dabei, ich gucke mir das gerne an. Ich finde es einfach mal klasse, so ein Live-Spiel zu sehen. Also, ich hoffe, es wird cool. Egal wie es ausgeht. Einfach nur genießen. Flashes. When you throw both of those out, allows him to peak the ball.
Wir haben schon mal die Hosen runtergelassen, nachdem wir in Köln rausgeflogen sind. Ist nicht schön. Trotzdem haben wir ansehnliches Counter-Strike gezeigt und darauf sollten wir aufbauen und so wird es auch weitergehen. Da sind wir ziemlich guter Dinge. Ja, das Match war natürlich nach dem gestrigen Tag eine herbe Enttäuschung, krasser Rückschlag für uns. Wir haben uns natürlich hohe Chancen eingerechnet und so nach Hause zu fahren ist natürlich echt niederschmetternd. Zu Cobblestone, wir haben einfach nicht so gespielt wie in den Cracks. In den Cracks lief Cobblestone eigentlich immer sehr gut, aber wir sind einfach nicht so rotiert, wie wir es eigentlich sonst machen. Es waren immer so Delays zwischen den Rotationen und deswegen haben wir viele Runden dumm abgegeben. Und das hat uns zu Cobblestone gekostet, zu Mirage. Einfach individuell schlecht gespielt. Kommunikationsprobleme. Aber ich denke, in Zukunft, wenn wir daran arbeiten, können wir wirklich ein starkes Team werden. Ja. Da wir dazu neigen, nach verlorenen Turnieren im Heimatland einen Spieler zu wechseln, wie wir es schon in Köln gemacht haben, würde ich sagen, wir nehmen Joe raus. Und also im Ernst, gibt keinen Grund. Wir sind als Team besser geworden. Timo hat uns gut ergänzt. Er ist ein guter Mate. Andere Spieler standen überhaupt nicht zur Option. Alu hatten wir damals angesprochen, aber er hatte null Interesse gehabt und würde auch nicht ins Team passen. Und es würde keinen Sinn machen, jetzt was zu ändern, weil die Entwicklung eigentlich positiv ist, auch wenn wir jetzt etwas schlechter abgeschnitten haben am Ende. I'm onto something.